Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Remy. Ihr habt richtig gehört, hier ist Remy und seid ihr auf die krasse Musikkanäle, die es auf ganz YouTube gibt. Punkt! War das schnell? Ja. War schon gut, aber kannst du nichts sagen. Heute Spezialgast wieder einmal Mrs. Dana Bombainer, a.k.a. Dana R-O-L-L-E. It's her. It's me. Da bellt auch schon mein Instagram-Dings-Bums da. Wir sind über 11.000, Alter. Das ist unglaublich. Du kommst gar nicht mehr mit. Was los? Es ist zu krass. Das Paket ist schon eine Leiche mittlerweile. Hinter Dana kann man es sehen. Ich habe es endlich auspacken können, denn ihr seid unfassbar krass. Ihr habt mich so krass unterstützt, dass ich dieses Ding endlich auspacken durfte. Es ist wirklich geil. Zeig doch mal das Paket. Es ist eine Leiche geworden. Achso, ich habe auch überlegt, ob ich mich ins Paket legen soll, damit du mich nochmal auspacken kannst. Das Paket ist... Für die 20k. Willst du dich reinlegen? Ja, soll ich mal Für probieren? 20k? Meinst du, du passt da jetzt rein? Ich oder? passe da rein. Safe passe ich da rein. Okay. Das ist ein kleiner Kindersack, habe ich vorhin noch gesagt. Das will ich sehen, ob du reinpasst. Ja, passe ich da rein. Oh, jetzt ist aber schon gerissen. Ja, passt auf jeden Fall. So, bei 100k packe ich dieses Paket aus und die Überraschung ist Dana. Alles klar, eigentlich wollten wir eine Reaction bzw. eine Analyse machen von Leute, ja, oh Gott, ihr spammt uns unfassbar zu, es ist unglaublich. Wir kommen nicht hinterher. Und dann seid ihr böse mit uns und sagt, ja, du machst ja nur BTS, du machst ja nur Blackpink, du machst ja nur... Ey, wir fangen ja auch gerade erst an mit dem K-Pop-Ding. Ihr müsst ein bisschen Geduld mit uns haben. Ja. Wir arbeiten wirklich alles... Wirklich, wir geben uns so viel Mühe, wir nehmen das alles so krass ernst. Und das ist so viel, das ist eine komplette Welt. Ja, wir haben einfach die letzten 20 Jahre quasi nichts, wirklich nichts davon gehört, nichts davon mitbekommen, gar nichts. Allein deswegen schon Shame on Us, so, das ist uns schon klar. Aber wir arbeiten uns ja gerade gleichzeitig mit diesen Videos ja auch gerade erst rein. Deswegen werden auch manchmal Fakten verdreht, wie zum Beispiel, dass RM, Rap-Monster von BTS, nicht der Älteste ist. Ich ging aber davon irgendwie aus, weil er so der am weisesten und ältesten Eindruck irgendwie macht. Aber er ist gar nicht der Älteste. Jin ist der Älteste. Wer war Jin? Mr. Worldwide Handsome. Ah, handsome. Ja, handsome. Ja, er ist der Älteste und nicht RM, aber RM ist so, ja, er spricht natürlich auch am besten Englisch, aber er macht auch so einen super erwachsenen Eindruck, finde ich. Deswegen dachte ich immer, er ist auch der Leader der Band, deswegen dachte ich, er sei der Älteste, aber ist er gar nicht. Eine Frage muss noch geklärt werden, Muss mehr ins Bild. bevor wir loslegen. Wer ist dein Bias von BTS? Ich glaube, also von BTS RM. Definitiv. Ich dachte, du sagst handsome. Auf jeden Fall RM, weil er ist so der Leader, er ist der Ruhige, er ist der Coole, irgendwie, finde ich. Ich finde den auch am besten. Verstehen wir uns, cool. Ja. Du musst mehr ins Bild, guck mal, wo du sitzt. Oh Mann, sorry. Ja, so. Jetzt haben wir 10 Stunden Intro gemacht, aber ihr habt ja bestimmt Spaß dran. Deswegen, wenn wir auch die ganzen anderen Videos, die sind ja auch nur wir probieren das ja auch mit dem Flinch und Entertaining und so, weil die Leute fragen das ja an und dann machen wir es und dann schimpfen wiederum andere. Also wir gucken schon, dass wir machen, was uns gefällt. Das Gute bei den Background-Videos ist, dass wir so die Groups und die einzelnen Idols auch einfach noch mehr kennenlernen. Deswegen, glaube ich, macht das Ganze einfach schon Sinn. So, ich habe keine Lust mehr, wir haben jetzt so viel geredet. Die Intros werden immer länger. Ich bin jetzt gespannt, Mamamoo. Du hast ein paar Infos, Background? Ihr habt uns gesagt, wenn wir Girl Groups abchecken wollen, dass wir die unbedingt nochmal abchecken sollen, weil die gesanglich, stimmlich vor allem. Die sollen stimmlich, gesanglich sehr, sehr gut sein. Genau, es ist keine Newcomer Group, die gibt es schon länger, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ist jetzt, das ist halt das Ding. Deswegen macht es eigentlich für uns Sinn, dass wir erstmal eine Group kennenlernen, die dann langsam abchecken, Stück für Stück und abarbeiten. Aber ihr schimpft mit uns, dass wir dann nur noch BTS und Blackpink machen würden. Dann haben wir jetzt aber schon wieder die nächste Band nach BTS, Blackpink, okay, 80s, Stray Kids, EXO, GOT7, ja, keine Ahnung, Card will ich jetzt auch noch machen und so, also, ne, dann, wir kommen gar nicht rein in die eine Band, weil wir dann die nächste schon abchecken, dann aber, naja, egal, wir machen es trotzdem, weil wir fangen jetzt an. Ja, wir fangen jetzt an, okay, wir machen es trotzdem, weil wir es halt geil finden, ne, immer abgesehen davon. So eine Gitarre, ne?
Die Melodie erinnert mich an irgendwas. Ja. Aber ich kann es gerade nicht bestimmen, welcher Song ist es? Klingt hier ja voll international direkt am Anfang, sehr amerikanisch fast. Ich muss nochmal hin. So eine E-Gitarre, Akustikgitarre, die wir rechts hören. Du überlegst noch, welcher Song das war. Auch so von links nach rechts. Vorher waren wir sehr mono, also nur eine Stimme in der Mitte. Jetzt haben wir das hier schön breit rechts, links gedoppelt. Sind die hübsch oder was? Krass. Die sind wieder. Du überlegst immer noch, welcher Song. Ich habe den Text im Kopf, aber mir fällt nicht ein, wie er heißt. Die Zuschauer wissen das sowieso. Sagt ihnen einfach, dass es in die Kommentare schreibt. Wir sind hier in der Community, wir können uns austauschen. Okay. Sagt an welchen Song das Dana. Mega hübsch. An welchen Song Dana hier erinnert wird, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst das sowieso viel besser als wir, bevor wir jetzt 10 Stunden hier überlegen. Ja, voll, also ja. Das war so richtig sexy. Ne? La, 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 la. Okay, wir sind in der Hook. Moment, da ist so viel passiert. Ne, hier haben wir dann Harmonien, also da singen mehrere Mädels auf einmal und dann noch die Harmonien. Da haben wir nur 2 Stimmen, eine Main und eine, die Kopfstimme drüber singt. Geil, geiler Übergang von dem Pre-Chorus in den Chorus mit diesem Bom, 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 Bom. Ich bin ein bisschen irritiert, weil die Snare ist sehr, sehr untypisch. Also das, was die dazu. Für mich so einen leichten Latin-Touch. Voll, ja, wegen die ganze Zeit. Ich bin auch total überrascht, weil es gar nicht K-Pop-mäßig gerade klingt. Es klingt sehr Latin-mäßig, einfach wegen der Akustikgitarre, auch wie sie gespielt ist und dass es eben eine Akustikgitarre ist. Aber die Snare, die finde ich jetzt ein bisschen geht so. Weil die ist sehr, sehr spitz, sehr, sehr hoch, hat kaum Bauch, also kaum Mittenanteil und tut schon fast in den Ohren weh, finde ich. Weißt du? Das hätte dir jetzt auffallen müssen als Fashion-Ista, dass ihr der Stiefel umgeknickt ist. Ist mir auch so, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich fand auch, dass ihr Outfit mega geil ist. Die Outfits sind geil, ja. Mit dem langen Longsleeve und dann so die Overknees. Ja, und dann sogar noch so Handschuhe, ne? Voll schick. Ja, du musst sowas schon anmerken, dafür bist du ja da. Ne, Beauty und Fashion ist da. Ja, es soll jetzt auch nicht zu viel gehen. Hier bleibt es ja bei der Musik noch größtenteils. Naja. Also wenn ihr da mehr Infos haben wollt, dann schreibt Dana auf Instagram, dana.rolle, dass die Kamera... Ein Extra-Kanal. Extra-Kanal, dass Dana nur noch Analysen macht von Musikvideo-Outfits und Make-up. Und Nachschminken vielleicht sogar. Hast du auch überlegt? Ja, heute so Musikvideo-Make-ups nachschminken? Ja. Boah, Alter, wird euch das interessieren? Weil die Danas Make-up hat die ultra krass Ahnung. Die ist so krass ausgerüstet, wenn ihr ihren Beauty-Schrank sehen würdet, den ich für sie gebaut habe. Ist unfassbar. Da sind so viele Sachen drin, ich habe gar keine Ahnung, dass es das überhaupt alles gibt und dass man das überhaupt benutzen und gebrauchen kann. Also, wenn ihr das wollt, Alter, das wäre doch mal eine Idee für einen YouTube-Kanal. Also, wir müssen ein Ziel setzen. Bei
auf deinem Instagram-Kanal 10.000. Boah, das ist viel. Bei wie viel bist du jetzt? 2.000 irgendwas. Ja. Legt euch ins Zeug, Leute, wir schaffen das. Das ist schon heftig, das wäre echt krass. Aber vielleicht haben die ja mega Bock drauf, weil Dana ist da echt stark. Fashion ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil man die Sachen danach kaufen müsste, aber Make-up kriegst du ja hin. Ja. Das könntest du echt machen. Also Musik-Video-Make-ups von den Mädels nachschminken für YouTube, das ist eine gute Idee. Schreibt's mal in die Kommentare. Haben wir uns jetzt echt gerade, wusste ich gar nicht, dass du das überlegt hast. Ich habe vorhin dran gedacht. Krass, witzig, cool, wäre eine gute Idee. Das ist ein bisschen viel. Ja, ist ein bisschen viel. Aber vom Mix her, glaube ich. Nicht mal unbedingt Instrumente, aber es ist sehr viel, ist in den Höhen, was so klatscht, so in die Ohren reinklatscht. Alle Sachen, die in den Höhen spielen, sind zu stark, finde ich. Machen Ja, au. Genau. Das ist zu, und selbst die Snare macht Boah. Oder? Das ist heftig. Die Stimmen und so alles nicht, nur so ein paar Instrumente, die drin sind. Weil die Stimmen sind alle super, die klingen alle mega nice. Ich habe ihre Sneaker angeguckt. Die? Ja, Nike M2K Techno heißen die, glaube ich. Das stimmt. Enrique Iglesias? Nein, es gibt Don't go look at me with that look in your eyes. Ach so. Cabello. Doch. Okay. Nee, aber hier war das jetzt ein alter Song. Der danach klingt. Living la vida loca. Das wäre Ricky Martin. Ricky Martin meine ich ja. Was hab ich gesagt? Enrique Iglesias. Ja. Nee, Ricky Martin meinte ich ja. Klingt ein bisschen so, oder? Living la vida Der loca. hat so eine Stelle da drin, ja. Stimmt. Was ist das andere? Aua. Cool, aber. Look up the hill. Focus. 난 나의 피사체. 무시의 잔소리 음수겨 click. 이렇다 저렇다 가다 보다 공면 많은 애들이 먼저 영화에선 나의 소외주자. Also hier wieder Rap-Part ab im zweiten Verse. So ein bisschen K-Pop. Klassisch jetzt mittlerweile, ne? Aber das ist auch wie so ein Instrument drin. Hier vorne. Ach so, ja. Es ist auch ganz oben in den Höhen so wieder wie so ein Mallet-Instrument, also irgendein Schlägelinstrument, was man mit einem kleinen Hämmerchen, einen kleinen Schlägel anhaut, so xylophonartig auch sehr weit hinten was zu hören. Guck mal, sie hat auf ihrem Dings stehen Go Go Baby. Ne, was so die ganz oben die Töne spielt. Hier auch der White Noise Übergang. Ja, eigentlich ist es ein Crash. Ja, also ein Crash-Becken von einem Schlagzeug, das aber digital ist und da fast nur noch so wie so ein White Noise-Anteil zu hören ist. Was ist das Crash-Becken bei einem Schlagzeug? Wenn du der Schlagzeuger bist, dann ist es das Becken, was links etwas erhöht ungefähr die Größe hat. Und das ist dieses, was aussieht wie eine Trommel, so. Nee, ein Becken. Ach so. Also ein Becken. Was ist ein Becken? Ja, das so ein Metall. Nee, ist ja gut, dass du fragst. Also ich denke mal, dass man das versteht, wenn ich Becken sage. Ein Becken Ich stelle mir zu jedem Namen, was es bei einem Schlagzeug gibt,
stelle ich mir immer was Falsches vor. Das Echt? falsche Ding dazu. Also die Becken bei einem Schlagzeug sind gemeint alles, was diese metallischen Teller sind. Ach so. Ja. Da denke ich voll oft, das ist die Snare. Oh, echt? Ach, krass. Wieso sagst du das Ich nicht? check's immer nicht. Oh, ist es bei euch auch so? Was Also die ist- Snare Was ist die Snare dann? Die Snare ist eine Trommel, also tatsächlich, Ach so, die Snare ist eine Trommel. ein rundes Ding, ungefähr so groß, mit oben einem Fell überzogen und unten einem Fell. Früher war das Tierfell, heutzutage macht man das mit synthetischen, Nee, das oder ist die gibt's? Snare. Die flachen Metalldinger sind die Becken. Also komplett aus Metall, die so Teller sind, ja. Ja. Das sind die Becken. Die machen tsch. Genau, da gibt es verschiedene. Da gibt es einmal einen Crash. Das hat so einen relativ hohen, ja, es gibt auch wieder ganz viele verschiedene, aber es hat einen sehr hohen, kurzen, Crash-artigen Sound, also wirklich so, ja. Und dann gibt es noch das Ride, das steht, wenn man als Schlagzeuger am Schlagzeug sitzt, rechts, wenn man aufs Schlagzeug guckt, links, und das Crash dann rechts. Ist so ein Standard-Setup, wie man das normalerweise aufbaut. Das kann aber jeder Schlagzeuger für sich wieder optimieren und so weiter. Aber das Ride ist das größte Becken. Also Becken ist gleich Trommel. Nee. Nee. Wieso ist denn Becken Trommel? Wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe doch gerade gesagt, ein Trommel ist alles, was mit Fell überzogen ist, auf beiden Seiten. Ist eine Trommel sozusagen. Da gibt es dann auch mal eben die Snare, die Toms. Ja. Da gibt es auch eine mittlere Tom, eine tiefe Tom und eine hohe Tom. Das war jetzt durcheinander. Tief, mittel und hoch. Ja, okay. Ja, da gibt es dann auch noch mal Zwischendinger und so weiter und so weiter. Genau. Und Becken sind nicht Trommeln, sondern Becken sind nur die sind komplett aus Metall. Ja, ich weiß schon, welche du meinst. Ich weiß Ja. schon. Komplett aus Metall, die Teller, die dann immer alles, was so. Und dann gibt es auch welche, die so unten eins, oben eins und dann machen die immer so. Genau, das ist die zusammen. Hi-Hat. Das ist die Hi-Hat. Das sind Ja, zwei, das zwei- macht Sinn. Mhm. ja, das sind zwei Becken aufeinander. Die haben dann noch so ein Pedal, wo man die dann auseinander drückt. Mhm. Und dann damit noch einen bestimmten Sound machen kann und dann auch anspielen kann, wenn die auseinander sind oder zusammen sind, noch mit dem Stick zusammen und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir hier in einem Drum-Exkurs Ja, tut mir leid. wieder einmal, aber vielleicht hat es ja die Zuschauer auch interessiert. Deswegen machen wir eigentlich dieses Pro versus Con, damit ja Fragen entstehen, weil ich sitze hier sonst und sage, ja, das ist halt ein Becken. Ja, in meinem Kopf ist immer Becken und Snare getauscht. Mhm. Also Ja. ich denke, dass Becken die Snare sind und die Snare. Ich hatte sowieso schon überlegt, ob ich so ein Drum-Setup mal irgendwie visuell, da gibt es bestimmt irgendein gutes Plugin oder irgendwas, wo ich das mal darstellen kann an einem Foto und das einfach mal durcherkläre. Ansonsten googelt einfach mal ein Drumset. Parallel jetzt gerade zum Video, aber ich kann da vielleicht auch noch ein Video zu machen. Weil ich glaube, das ist halt so basic, weil ich immer wieder dann auch sage, die Snare, die Kickdrum ist die Trommel, die auf dem Boden steht. vorne. Genau, das ist die Kickdrum oder die Ja. Bassdrum wird die auch genannt. Die wird Das eben macht auch Sinn, aber das andere macht keinen Sinn. Ich würde die Namen tauschen. Nee, Becken ist ein Becken. Das kommt ja schon. Ja, aber ein Becken klingt doch wie eine Trommel. Wieso denn? Und Snare ist ja schon so ein Zisch-Sound, deswegen Snare. Ach so, weil es Snare. Snare. Ja, okay, nee. Mhm. Okay, tut mir leid. Sollen wir weitermachen? Ah, ja. Ja, Ja, das ist ein typisches Crash-Sound hier. auf die Eins. Oh, da kam sogar noch eine Oktave tiefer. War eine Harmonie tiefer, keine Oktave, eine Terz wahrscheinlich. Ne? Also mit Snare meine ich das, was ich versuche es mal mit Handzeichen zu zeigen. Das ist der Snare-Sound. Den finde ich hier zu hoch. Also der hat viel zu viel Höhlenanteil und klingt fast schon wie ein Noise. Also der ist so hoch im Sound, dass er nur noch wie ein Noise, also wie ein Rauschen, digitales Rauschen, so ein Ja.
Komisch. Ja, finde ich echt komisch. Gefällt mir persönlich jetzt nicht. Setzt sich halt im Mix dadurch super krass durch, weil da oben sonst kaum was stattfindet. Also da oben meine ich auf dem Frequenzband. In den Höhen. Finde ich aber schade, weil so ein bisschen Bauch in der Snare ist immer ganz auch gut, weil das dann irgendwie so ein bisschen Umf da reingibt. Und das ist so, also, das benutzt man vielleicht im Trap oder so. In so einem Song würde ich das gar nicht erwarten. Also sonst finde ich den Song super, aber das... Hier auch ein cooler Drum-Fill-In, so ein... Wir sind hier im C-Part gelandet. Auch geil, ne? Auf den Fingernägeln hast du gesehen? So ein Subbass-mäßig. Nice. Wie dieses hohe Instrument. Auch die Bettmauerjacke. hört man auf dem rechten Ohr. Wo war Vetements? Die Orange. Oder was? Ihr Pulli? Die Pulli meinst du? Ja. Also. Oh, geil, die ist. Das sind irgendwie Stimmen, ne? Haben die Stimmen moduliert und da echt geil reingesetzt. Nein, ey. Oh, der Kopf, krass. What? Wollen die wegkicken, oder? Ja. Das ist geil, ne? Also so klingt der Beat halt mega nice. Das ist richtig geil. Das ist ultra geil, ja. Und hier hört man eben auch dieses hohe, was ich meinte, mit einem Mallet-artig, also irgendein Mallet-Instrument, ein Schlägelinstrument. Aber das ist sicher irgendwie ein VST-Plugin digital. Ist jetzt nichts, wo man wirklich mit dem Schlägel draufgehauen hat. Aber das klingt mega nice. Unten auch mit dem Subbass, der super warm ist, schöne Harmonien drin hat. Also schöne Obertöne drin hat. Geil, mega nice. Die Military Drums. Das ist eine Snare. Wenn du so eine Marschband siehst, dann gibt es ja den einen, der vorne die Trommel vor sich gebunden hat. Genau. Und das ist eine Snare, auf die er da trommelt. Wo die dann die Drumsticks so verkehrt rumhalten quasi. Also nicht wie ein normaler Drummer. Sieht voll cool aus. Ja, und dann machen die dieses Marschtrommeln oder diese Mühle eben. So nennt man einen Rhythmus, eine Technik auf der Snare. Und das ist die Snare, das ist die Trommel, die diesen... Ja. Ja, jetzt, ich muss mich nur neu umorientieren und jedes Mal, wenn du es sagst, kurz drüber nachdenken, okay, das war die Trommel. Merkt ihr das? Ihr euch auch. Riser. Überraschung. Aha, siehste, sowas finde ich immer geil. Es geht nicht direkt weiter in die Hook. Sondern wir haben jetzt einen Videoteil. Geil, 99 und 66, hast du gesehen? Wo sind wir jetzt gelandet? Falsche Party. Ja. So ein Tape-Stop-Effekt. Geil! Geil! Okay, das will ich aber nur mal hören. Was war das? Das ist ihre Stimme, so ganz zart und dann aber auch eine Oktave tiefer, so moduliert. Genau. Ja. Geil.
Geil. Nice. Oh. Das hat ja auch so was Spanisches, ne? Das Ella, Ella, Ella. Mhm. Ist das nicht Spanisch? Ella, Ella. Krass. Mega nice. Ist Ella nicht die... Uiuiuiuiuiuiui. Das ist immer, mir ist es immer so ein bisschen unangenehm, mir solche Musikvideos mit so viel Sexiness und Frauen in einem Video neben dir zu gucken. Wieso? Ja, das ist ja schon teilweise, brauchst ja fast eine Lizenz dafür, was die da anstellen. Ich will ja nichts sagen. Ach, guck mal, Gogo. Geil. Geil, hier mit der Und Typo. deswegen dann auch die Zahlen wieder so 66. Yeah, nice. Ich habe hier gerade noch aufs Video gezeigt, dass sie das hier auch umgedreht haben. Das haben wir jetzt auch gesehen. Sehr nice. Ja, fett. Also, insgesamt bin ich wieder überrascht. Das ist halt wieder was komplett Neues. Komplett neue Band. Ja, aber wieder was Gruppe, ganz anderes. Komplett neue Gruppe, sorry. Wieder was komplett anderes. Die sind stimmlich tatsächlich echt krass stark. Ich finde, die stechen krass raus, aber auch durch den Mix. Die klingen viel wärmer gemischt, viel angenehmer. Die haben nicht so einen krassen Höhenanteil, wie manche andere K-Pop-Songs haben in den Stimmen. Die klingen aber auch irgendwie fester in den Stimmen. Also die singen das irgendwie kräftiger. Also haben die, ich weiß nicht, das wisst ihr dann wieder. Wir haben uns dahingehend bei dieser Gruppe noch nicht informieren können, weil wir mit den anderen Gruppen schon so viel zu tun haben. Es war auch gefühlt mehr Gesang als sonst. Fand ich jetzt schon irgendwie. Also gefühlt. Die haben halt auch schöne Harmonien gesetzt, aber es war jetzt auch bei Blackpink setzt auch immer gute Harmonien rein und Twice hatten wir ja auch. Die haben auch gute Harmonien reingesetzt. Also, aber ich finde, die haben einen sehr amerikanischen Sound in den Stimmen drin, finde ich. Findest du nicht? Jetzt im Vergleich zu Blackpink weiß ich nicht, aber bei Twice. Ja, zu Twice auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Zu Twice auf jeden Fall. Zu Blackpink. Aber auch der Song war so sehr ganz anders. Der war irgendwie gar nicht so K-popig, ne? Der Anfang, ich weiß immer noch nicht welcher Song, ihr schreibt es bestimmt in die Kommentare. Ja. Und dann eben so Latin Summer-mäßig. Ja. Irgendwie, ja, Latin Summer-mäßig trifft das, glaube ich, echt ganz gut. Krass, also es hatte vom K-Pop gar nicht mal so viel drin. Von wann ist das? Eigentlich schon so krasse Wechsel mit dem Rap-Part plötzlich und dann der C-Part war auch nochmal anders. Es kann sein, dass weil ich so viel K-Pop höre mittlerweile, dass es gar keine Überraschung mehr für mich ist, wenn ich im zweiten ein K-Pop-Part. Ja, aber da waren jetzt keine krassen Rhythmuswechsel oder so, gar nicht so krass. Also super rund halt. Wenn ich das jemandem zeige, der noch nie K-Pop gehört hat, der wird jetzt nicht sagen so, was ist das für ein Quatsch. Das machen wir mittlerweile nämlich auch. Wir holen die Leute, die hier sitzen, voll auf die K-Pop-Schiene und sagen, hier, du, lern mal was von K-Pop, weil da haben wir einiges verschlafen. Deswegen, hier wird sehr viel Werbung gerade auch gemacht. Der Song ist ja erst vom 14.3. Die neuen Sachen sind alle irgendwie noch internationaler als die älteren, habe ich das Gefühl. Naja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, wir arbeiten uns immer noch rein. Wir mussten diesen Song machen, gefühlt, weil das so oft geschrieben wurde, so oft. Es hat schon fast wehgetan. Also wir sind euch natürlich dankbar, dass ihr da immer fleißig dabei seid. Aber unsere Liste ist da. Die ist wirklich da. Es gibt eine Liste. Und sie wird immer länger. Die ist schon unfassbar lang. Die ist unfassbar lang. Aber wir sind euch aber auch extrem dankbar, denn diese Zahl hier entsteht nur auch dank euch vor allen Dingen und auch hier auf Instagram. Guck mal, 11.011. Oh Gott, wenn ich diesen Stuhl endlich... Ich habe einen neuen bestellt, der ist bald weg. Also das Quietschen ist... es wird ein... Oh, stimmt. Ach, bis dahin haben die es wieder vergessen. Ja. Wetten, die haben es nicht vergessen. Nee. Okay, es gibt einen neuen Stuhl bei... nee. Aber ich habe wirklich Verlosungen geplant. Habe ich es schon gesagt? Am Anfang? Oder? Habe ich es? Nee. Nee, im anderen? War im anderen Video. Ich glaube, wir sind schon mega lang. Ja, wir sind ultra lang. Aber
Leute, es wird auf jeden Fall Verlosungen noch geben, wo ich Sessions hier mit uns verlose, mit mir verlose, hier im Studio verlose und so weiter. Das plane ich aber gerade noch genau aus, wie ich das machen soll, dass wir dann hier zusammen sitzen, Bierchen, Cola meine ich, trinken und Kaffee. Und vielleicht aber auch Recordings und so Produktionen, weil sehr viele Leute auch schon angefragt haben und einige Musiker auch unter euch sind, deren Sachen ich mir anhören soll und so weiter. Das Ding ist, für Videos ist es vielleicht dann ein bisschen doof und geht vielleicht eine zu sehr andere Schiene. Ist auch immer die Frage, was hat man denn für eine Absicht, ja, als Künstler? Möchte man denn wie Mainstream klingen oder möchte man sein eigenes Ding fahren? Ich habe da letztens, vor 2 Wochen, relativ am Anfang, wo wir die ganzen Videos gemacht haben, habe ich jemanden halt, ne, so meine Meinung gesagt, so meine Tipps, was mir aufgefallen ist, und dann war der halt so, ja, aber ich wollte, dass das so klingt und ich wollte, dass es so klingt. Ja, wenn du willst, dass es so klingt, dann frag mich nicht nach deiner Meinung. Also, das ist halt das Ding. Weil, oder ich finde es immer schwierig, wenn du willst, dass es so klingt, dann muss es irgendwie so ausgearbeitet sein, dass man merkt, dass es so klingen soll. Nee, also wenn er doch sagt, er will, dass es so klingt, dann ist es ja so in Ordnung. Okay. Da brauchst du ja keine Meinung mehr. Ich meine, es ist immer noch Musik und Musik ist immer noch Kunst und Kunst ist frei. Also wir sind da ja nicht festgeschrieben. Ich orientiere mich natürlich an der Allgemeinheit, also am Mainstream sozusagen, an dem, was für jeden verständlich ist, der auch nicht mit Musik zu tun hat. Ja, und da gibt es schon, eigentlich ein ziemlich großes Level, was man da fahren kann. Also da sind jetzt nicht die Grenzen so eng gestrickt, dass man da nicht viel machen kann. Da fand ich das aber echt so ein bisschen so, ja gut, warum fragst du mich dann? Und dann sagt er noch so, ja, du gehst wahrscheinlich vom Mainstream. Ja, klar gehe ich vom Mainstream aus. Guckst ja meine Videos. Ja, also so, wenn man einfach blind dran geht, würde ich sagen, geht man immer erstmal vom Mainstream aus. Ja, und man will ja auch im Endeffekt, das ist halt immer diese Auseinandersetzung als Artist, jeder will gehört werden. Ja. Aber dazu musst du verstanden werden. Dazu musst du verstanden werden und dieses Verständnis baust du dir, vor allem wenn deine Musik vielleicht schon kompliziert genug ist, einfach durch das, was du vielleicht erzählst oder wie du spielst oder was du spielst, musst du ihnen wenigstens so die Hand ein bisschen reichen, den Zuhörern, indem du den Sound so gestaltest, dass sie den Sound vermeintlich, den Mix und das Mastering so schon mal verstehen und erkennen können. Weil sonst ist es eine komplett abstruse Welt und dann denken die so, ja, jo, das ist mir zu viel oder zu wenig oder zu keine Ahnung was. Deswegen dieses Newcomer-Bewerten-Ding, ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht zu machen, das mache ich nicht, weil die Sachen einfach, das ist auch zu persönlich. Also ich habe Leuten schon versucht, Tipps zu geben, aber habe auch gemerkt, das ist auch schwierig. Und dann schreibe ich da ellenlang Nachrichten und die sagen dann so, ja, aber ich wollte das so. Ja, okay. Dann ist gut, dass du es so wolltest, dann ist es ja in Ordnung, dann lass es so, ja, dann frag mich aber auch bitte nicht mehr. Da komme ich mir dann halt auch dumm und verarscht vor, und wenn ich dann jetzt hier irgendwie Songs von Newcomer bewerte, dann wird das, glaube ich, auch komplett falsch verstanden von allen. Dann werden die Leute auch, die nichts damit zu tun haben, das auch nicht verstehen und so, deswegen, also Newcomer-Sachen nicht. Ja, aber ich finde es so ein sensibles Thema als Newcomer und voll. Dann absolut. Weiß ich nicht, ob man das dann so präsentiert, so eine Bewertung in der Öffentlichkeit. Ja, das ist also, schwierig. Deswegen habe ich das angefangen, per DMs auf jeden Fall zu beantworten. Also das habe ich eh gemacht. Ich bin super krass aktiv auf Instagram mit den DMs. Wird halt immer mehr und dauert dann vielleicht ein bisschen länger, dass ich beantworte, aber ich gucke mir da echt alles durch, kannst du bestätigen. Ja. Ich bin nur noch am Handy. Teilweise schaffe ich es nicht mehr zu tippen und gebe einfach nur noch Sprachnachrichten raus. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Da kam ich auch echt doof vor. Weil ich kann seine Seite auch verstehen, aber warum fragen die mich dann so? Das ist dann irgendwie gut. Ja, aber das ist halt, da sieht man halt, wie subjektiv das Ganze dann irgendwie auch ist. Und ich habe auch mal angefangen, Musik zu machen irgendwann. Und wenn mir da jemand eine Meinung gesagt hat, fand ich das auch blöd so. Aber irgendwann muss man sich halt, je nachdem, was man erreichen will, kann man sich öffnen, sage ich. Und wenn man Mainstream, also wenn man von vielen gehört werden möchte, dann ist es Mainstream. Also ganz ehrlich, sobald es mehr als 100 Leute sind, oder sagen wir mal 1000, ist es schon Mainstream, meiner Meinung nach, weil du schon so einen gewissen Klang irgendwie erwischst, dass die Leute es feiern. Und selbst wenn es aus einem speziellen Genre ein Mainstream ist, das kann ja irgend so eine totale Nische sein, aber es ist ja trotzdem diese Nische bedient in diesem Nischen-Mainstream, sage ich mal.
Aber gut, das war jetzt ein kleiner Bogen raus aus dem ganzen Thema, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass auch noch Verlosungen kommen und so weiter, weil diese Geschichte mit dem Paket war natürlich mega geil und sehr cool. Ihr habt mich da super unterstützt. Da ist auch wirklich, dieses Teil sieht ultra geil aus. Ihr müsst auf Instagram gehen, das Video angucken. Ich habe da noch ein Video gemacht und Story und so weiter. Das sieht echt ultra geil aus. Ich bin so happy, dass ich das endlich auspacken konnte. Aber es kommen eben noch Verlosungen, wo ihr dann tatsächlich auch als Zuschauer Mehrwert von habt und einiges mitnehmen könnt und eben auch Sessions hier ins Studio eingeladen werden und das ist ja ultra geil. Ich habe noch keinen YouTuber gesehen, der seine Zuschauer einlädt und vielleicht sogar auch Musiker und vielleicht, ich habe überlegt, auch wirklich Recordings zu machen, Produktionen mit denen. Das ist heftig. Das ist heftig. Weil ja, auch der Wert davon normalerweise hier einen Tag im Studio ist natürlich etwas wertvoll, ja. Wirklich also, wertvoll. Ja, ihr seht ja das Studio, da gibt es ja auch ein Video zu und gut, wir haben jetzt bestimmt 40 Minuten geredet. Aber 40? Ich weiß nicht, ich wir hatten ja glaube, Spaß. Stunde. Ist eine Stunde, okay. Gut, lasst ein Abo da, noch als allerletzte Erinnerung und dann, guck mal, jetzt funktioniert es natürlich nicht. Ja gut, hab ich gesagt, die Technik ist mein Freund. Ja.